Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Leute, der Sommer ist einfach fast vor der Tür. Und wisst ihr, was ich mir dachte? Man macht ja immer so Wishlist-Videos für Weihnachten. Warum bin ich auch ein Wishlist-Video für den Sommer? Ich habe ja jetzt mein Abitur bald fertig und dann wollte ich mir noch ein paar, coole Sachen für den Sommer holen. Ich auf jeden Fall prepared bin für Sommerurlaub. Und ich dachte, ich teile es einfach mit euch, was ich mir so wünsche oder was ich mir vielleicht hole oder auch schon geholt habe. Ich kann euch ein paar Sachen schon zeigen, die ich schon hier habe. Wir können ja auch im Sommer so eine Hot Girl Wishlist machen für Hot Girl Summer. Nicht so Sachen, die man sich so holt, weil aber das was zu kaufen, sondern so Sachen, die wirklich nützlich sind und die jeder gebrauchen kann im Sommer. Und im Sommer ist man ja auch viel draußen, wir sind immer unterwegs oder auch auf Reisen und deswegen habe ich hier schon ein paar Sachen geholt, die ich auf jeden Fall brauchte. Und ich habe die bei Burger bestellt und meine Wasserflasche ist auch davon. Ich zeige euch die mal, die steht da hinten. Die habe ich nämlich immer aufgefüllt. Schaut einfach mal, wie schön die hier ist mit diesem Marmormuster. Es gibt noch ganz viele andere Designs. Und das Beste ist, es ist einfach eine Trinkflasche mit Strohhalme, die ist auslaufsicher. Also man kann die überall mit hinnehmen, wenn man unterwegs ist, draußen oder in seine Schultasche packen, in den Rucksack. Und die läuft nicht aus. Sehr gut. Außerdem ist sie isoliert, also hält super Getränke warm oder kalt. Perfekt im Sommer, wenn nicht die Eiswürfel direkt schmelzen sollen. Ich liebe die so. Ich nehme die jetzt einfach immer überall mit hin. Und dann, ich habe noch mehr bestellt. Und zwar, Leute, ich möchte jetzt wieder anfangen, mich zu stretchen. Deswegen habe ich mir eine neue Yogamatte geholt. Und ich sage euch, das ist die beste Yogamatte, die ich je gefunden habe. Weil erstens, guck mal, wie schön die aussieht einfach. Die hat hier so ein Stranddesign. Ich finde, das passt auch voll gut. Jetzt hier zu Mallorca ist so ein Palmen drauf und Muscheln und einfach immer deine Lieblingsfarbe Pink. Und das Beste ist, die hat hier so Rivel. Das heißt, wenn man irgendwie seine Socken anlässt, dann rutscht man nicht immer weg, wenn man da irgendwelche Übungen drauf macht. Und wenn man sie so flach hinlegt, dann klappt die sich auch nicht hoch oder so, sondern bleibt wirklich richtig fest. Ja, das ist einfach die perfekte Yogamatte für den Sommer. Und mein Handy hat auch ein Sommer-Upgrade bekommen. Guck mal, wie cool meine Handyhülle ist. Ich habe wirklich noch nie so viele Komplimente zu meiner Handyhülle bekommen, seitdem ich die drauf habe. Das ist hier so ein Leo-Print-Design. Und dann fällt mein Handy immer runter und deswegen ist es richtig gut. Die ist stoßabsorbierend und die hat hier so erhöhte Ränder. Das heißt, die Ecken sind auch richtig gut geschützt und halt auch das Display und die Kamera. Und die hat einen richtig guten Grip, also rutscht nicht so aus der Hand mein Handy. Und ich habe mein Handy wirklich immer überall dabei, wie ihr wahrscheinlich auch. Und ich packe das halt auch nicht so oft in die Tasche. Deswegen ist mir immer wichtig, dass meine Handyhülle schön aussieht, wenn ich es halt immer so in der Hand dabei habe. Und die haben wirklich so viele Designs von den Handyhüllen bei Burger. Also das könnt ihr komplett so auf euren eigenen Style dann anpassen. Und das Beste ist, wenn wir im Sommer mal unterwegs sind, gibt es einfach zu jedem Design von der Handyhülle noch eine passende Powerbank. Passt immer direkt zusammen. Und wenn man wieder vergessen hat, sein Handy aufzuladen, wie ich zum Beispiel immer, wenn ich rausgehe, dann kann man einfach die Powerbank mitnehmen. Und das sieht dann auch noch schön dabei aus. Und ihr könnt auch einfach noch meinen Code benutzen. Dann bekommt ihr nochmal 15% Rabatt bei Burger. Ich blende euch den Code hier unten ein. Und ihr könnt es auch noch kombinieren mit dem Angebot, dass wenn ihr 2 Handyhüllen kauft, dass ihr dann noch 2 Gratis-Angebote damit dazu bekommt. Deswegen, falls ihr noch die Sommer-Essentials braucht, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich packe euch den Link zu Burger wie immer unten in die Infobox rein. Und jetzt will ich mal schauen, was ich mir noch alles hier auf meine Sommer-Wishlist geschrieben habe. Okay, das erste ist auf jeden Fall so ein Schnorchel-Set, weil ich habe einfach keine richtige Taucherbrille mehr und ich will so eine coole große Taucherbrille haben mit so Schnorchel-Set. Dann kann ich mal gucken, ob man hier auf Mallorca ein paar schöne Fische sieht und irgendwie finde ich, sieht das voll cute aus in so schönen Farben, vor allem in diesem Pink und Blau. Wo wir gerade bei Strand sind. Ich habe ja eine richtig schöne Strandtasche hier gekauft. Tote Bag. Und ich finde, die passt richtig gut zum Strand, weil die halt hier so sandfarben ist. Und die hat da richtig schön viel Platz drin. Kann ich alles reinpacken. Und guck mal, der Anhänger ist voll süß hier mit der Palme dran. Ich finde es mal schön, mit so einem schönen Beach-Outfit dann zum Strand zu gehen. Und was ich auch gerade neu entdeckt habe, ist, dass man diese Musikboxen von GBA so personalisieren kann. Und dann könnt ihr einfach so euer eigenes Design drauf packen. Und das ist voll cool. Ich glaube, das mache ich auch mal. Und dann könnt ihr halt die mal mitnehmen, wenn ihr irgendwie zum Strand geht oder rausgeht oder einfach so im Sommer ein bisschen Musik hören wollt. Und ich finde es irgendwie cool, wenn die dann halt so personalisiert ist. Und auch ganz wichtig, Tanning Oil. Ich muss mir auch meinen Tanning Oil wieder kaufen, weil jetzt finde ich es voll schön, wenn man halt schon ein bisschen so Tanning Oil hat, was schon ein bisschen so braun ist. Dann sieht man am Strand auch schon mal ein bisschen brauner aus, während man sich halt sonnt. Ihr fragt ja auch immer nach meiner Tanning-Routine und mein Essential für die beste Bräune, damit bin ich wirklich richtig braun geworden im Sommer, ist mein Tanning Oil von Maui Babe. Und das mache ich auch manchmal einfach so drauf, wenn ich dann rausgehe, weil das halt so ein bisschen auch brauner macht. Ich wollte es eigentlich nach Kategorien ordnen, Leute, aber ich habe es irgendwie vergessen und ich gehe jetzt einfach mal so random durch meine Liste. Und was ich auch noch euch empfehlen wollte. Wir haben ja im Moment, oder im Sommer halt, alle das Problem mit so Rasierpickelchen. Ich glaube, jeder hasst Rasierpickelchen. Gerade wenn man halt immer so Bikinis anhat oder so.
und sich oft rasiert halt im Sommer, dann ist meine Empfehlung, holt euch so eine Dry Brush und das könnt ihr dann so machen vorm Duschen und das hilft auf jeden Fall, um so Rasierpickelchen vorzubeugen. Oder was ich immer benutze, ich zeige es euch mal kurz, ist das hier. Das heißt Glycolic Acid 7%. Und es hat mir einfach so gut geholfen. Das mache ich halt nach dem Duschen oder nach dem Rasieren dann drauf. So Bikini-Line und man kann es auch auf die Beine machen, halt überall, wo ihr so Probleme habt mit Rasierpickelchen. Und das hilft wirklich richtig, richtig gut, um die vorzubeugen oder halt auch, dass sie wieder weggehen. Und jetzt habe ich hier noch so ein schönes Travel-Set. Ich finde, das sieht so schön aus mit diesen kleinen Polka-Dots da drauf. Und das wollte ich mir auch noch unbedingt holen, wenn wir bald in den Sommerurlaub fliegen. Oder auch wenn ihr irgendwie in den Sommerurlaub fliegt. Im Flugzeug ist ja immer kalt, deswegen hole ich mir da immer so Jogging-Sets, die ich halt anziehen kann, weil ich finde, das sieht immer am schönsten aus, wenn man so auf Reisen geht. Und was ich auch richtig schön finde, sind halt so Ketten, die so ein Sommerdesign drauf haben. Also da haben wir auch ganz, ganz viele bei meiner Schmuckmarke bei Breezy Bay. Also wir haben Muscheln und generell viele Charms, die halt zum Sommer passen. Und da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Das finde ich auch mal richtig schön. Dann kann man halt so im Sommer so ein bisschen seinen Schmuck daran anpassen. Oder auch so Armbänder oder Ringe. Für alle, die ein bisschen kreativer sind oder gerne irgendwas basteln oder anmalen. Was ich auf jeden Fall auch machen wollte, ist so eine Bikini-Box, um meine ganzen Bikinis reinzutun. Also man kann sich ja einfach so eine normale Holzbox kaufen, da ein bisschen Farben. Und ich finde das auch voll cool. Beim Tannen kann man das dann so bemalen. Und dann schreibe ich da auch so Bikinis drauf und mache so ein Pink. Und dann kann man noch so eine Blume drauf machen oder halt so ein Palmenblatt. Ist ja eine super Idee für so einen Girls Day oder auch wenn ihr euren Geburtstag im Sommer habt, wo ich ein bisschen neidisch bin, dass ihr euren Geburtstag im Sommer feiern könnt, weil ich habe im Dezember Geburtstag. Und dann Flipflops. Und was ich richtig cool finde, ich habe mir so durchsichtige Flipflops gekauft. Ich habe mir meine bei Pull&Bear geholt und die sind durchsichtig und ich finde das richtig praktisch, weil dann passen die einfach zu jedem Outfit, weil manche sind die Flipflops ja so bunt und dann denke ich mir, oh, die kann ich jetzt aber nicht zu meinem Outfit anziehen. Und vielleicht kann ich die sogar noch bedazzeln. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich hier so ein paar Glitzersteinchen selber drauf. Ihr wisst ja, ich bedazzle alles und jetzt sind nicht mehr meine Flipflops von mir sicher. Wo ich auf jeden Fall nochmal vorbeischauen wollte, war bei Brandy Melville, weil die haben immer so schöne Shorts. Also die benutze ich im Sommer wirklich immer zum Schlafen. Weil die haben jedes Jahr einfach immer voll cute so Designs und manchmal ziehe ich die auch einfach so an, so über mein Bikini oder wenn ich halt zu Hause einfach so chille im Sommer, weil da sind wir Jogginghosen hier auf Mallorca zu warm. Deswegen hole ich immer so kleine Shorts von Brandy Melville. Und dann, das ist wirklich das ultimative Sommerfeeling, Leute. Das habe ich mir auch letztes Jahr im Sommer geholt. Muss ich wieder kaufen. Das sind das Shampoo und der Conditioner von San Janeiro, weil ich finde es einfach so ein schönes Design. Halt in dem Gelb und das riecht richtig gut. Also es riecht wie das Body Spray. Und wenn man seine Haare damit gewaschen hat, dann riechen die so lecker danach. Generell Haarpflege im Sommer, Leute, müsst ihr dran denken, ist wichtig, vor allem wenn man so schwimmen geht oder halt immer in der Sonne ist, wenn es warm ist, dann werden die Haare trocken. Deswegen Haaröl, Leave-In Conditioner, Shampoo-Conditioner müsst ihr in gute investieren für den Sommer, damit eure Haare gut überleben. Und dann, Leute, das ist wirklich ganz oben auf meiner Wishlist. Das wollte ich schon eigentlich immer haben, seit 2 Jahren, seitdem das rausgekommen ist. Diesen Ninja Creamy, wo man einfach sein eigenes Eis damit machen kann. Und ihr wisst, ich bin größter Eisfan. Im Sommer ich esse wirklich fast jeden Tag Eis. Und ich finde das so cool, aber irgendwie meinten meine Eltern, das wäre unnötig, das zu kaufen. Aber vielleicht hole ich es mir trotzdem. Man kann einfach wirklich aus fast allem dann Eis machen. Ja, ich finde es einfach richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob der noch so im Trend ist. Vielleicht wird er jetzt günstiger. Dann Jellycats. Und es gibt einfach so Hasen, die haben so in den Ohren so kleine Blümchen-Prints und die finde ich total süß. Aber für den Sommer, wenn da halt so Blümchen drauf sind. Oder es gibt auch einfach Jellycats, die sind schon im Sommer-Look. Zum Beispiel der hier, der so aussieht wie so ein kleiner Cocktail und der ist auch in so einem schönen Gelb. Generell, dieses Butter Yellow ist ja so in für den Sommer und ich finde es auch so schön. Es gibt auch so ein Set von Brandy, das ich mir vielleicht holen wollte. Weil ich finde, da in der Farbe, wenn man so braun ist, sieht es einfach so gut aus. Und ich habe mir auch schon ein Sweatshirt geholt in dieser Farbe. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt in dem Haul letztens. Aber guck mal, wie schön es einfach aussieht. Und muss auch ein bisschen brauner werden, aber dann ist es auf jeden Fall sehr cute. Googelt einfach mal nach Klamotten Butter Yellow, da kommen so schöne Pieces. Und ich finde es auch in Tops schön, in Hosen schön und das ist wirklich die Farbe, um tanned auszusehen. Und dann, was auch immer richtig gemütlich ist, sind Bademäntel im Sommer. Also wenn man sich halt so fertig macht, um abends essen zu gehen oder gerade so duschen war nach dem Strand, finde ich es voll schön, mich in so einen Bademantel einzuwickeln. Also bei JF Avenue gibt es ja richtig schöne. Nur der ist fast immer ausverkauft, deswegen habe ich den hier gefunden. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und der hat so kleine Blümchen drauf und so Rosen drauf. Und den fand ich total cute.
Und dann vielleicht noch ein bisschen neues Make-up. Also was ich im Sommer total gerne benutze, sind so Bronzing Drops. Die gibt es ja mittlerweile von ganz vielen Marken, auch von Essence. Und wenn man dann halt braun ist, mein Gesicht wird nie so braun wie so der Rest von meinem Körper, mache ich halt immer, bevor ich mich schminke, noch so ein bisschen Bronzing Drops in mein Gesicht. Und es gibt auch so richtig schöne Highlighter. Also ich finde auch, wenn man halt so im Sommer so die Sonne so im Gesicht hat und dann so schönen Highlighter drauf macht, sieht es immer richtig schön aus, vor allem wenn man so Bilder macht abends. Und ich wollte mir den von Fenty Beauty holen, weil ich habe so viel Gutes über diesen Highlighter gehört von Fenty Beauty, dass ich ihn unbedingt mal ausprobieren wollte. Und wisst ihr, was ich mir auch bestellt habe fürs Tanning im Sommer? Das habe ich mir über Amazon bestellt. Das sind so kleine Sonnentattoos, also die kann man so aufkleben und wenn man sich dann sonnt und die dann so danach abzieht, hat man so einen kleinen Abdruck. Da gibt es so ganz viele Motive, so ein Delfin, ein Herz und all sowas. Gerade auch, wenn man dann so Bauchfeuer-Tops anhat und dann hier halt so ein kleines Sun-Tattoo hinmacht und das geht ja auch wieder weg, wenn man es dann hässlich findet. Und dann noch ein bisschen Sommerzimmer-Deko. Ihr kennt mich, ich will immer mein Zimmer dekorieren. Jetzt habe ich es ja gerade neu gemacht, also ich glaube, ich mache es im Sommer jetzt nicht nochmal neu. Aber vielleicht hole ich mir wie so eine kleine Lampe, weil ich fand die hier voll süß. Und das sind einfach so Blümchen, so kleine Tulpen und die können dann so schön leuchten. Und falls ihr so DIYs liebt wie ich, falls ihr noch irgendwas so selber malen wollt, auch wieder eine gute Idee, um das mit Freunden zu machen im Sommer, ist einfach so eine normale Leinwand zu holen und dann, ich zeige euch jetzt mal eine Inspo, einfach so Streifen drauf zu machen und dann malt man so eine Linie für halt die Wäscheleine, die Bikini-Leine und dann malt man diesen Bikini da drauf. Und ich finde es einfach richtig süß, dann kann man das in sein Zimmer aufhängen als Zimmerdeko und man hat es auch selbst gemacht und es macht auch Spaß, das zu malen. Deswegen, falls ihr DIYs liebt, wollte ich das noch kurz euch zeigen. Und dann, was ich auch immer noch richtig süß finde, ich weiß, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, sind diese Sony Angels. Ich wollte mir auch unbedingt noch welche kaufen, um die halt zu bedazzlen, um Glitzersteine drauf zu machen. Also, die haben keinen Sinn. Die sehen einfach nur cute aus. Und irgendwie finde ich es süß für den Sommer. Und dann noch so kleine Cardigans. Also, das ist wirklich mal eine Empfehlung für den Sommer. Holt euch so Cardigans, die ihr einfach so drüber werfen könnt. Kann man entweder zumachen, wenn es abends ein bisschen kälter wird, oder auch offen lassen, weil mir wird immer kalt, auch im Sommer abends. Deswegen habe ich immer so einen leichten Cardigan dabei. Und dann vielleicht auch für den Sommer, was man sich noch holen kann, ist so ein teureres Deo. Also gerade wenn man es halt im Sommer so heißer hat und ein bisschen mehr schwitzt, holt man sich einfach so ein teures Deo, was vielleicht richtig gut riecht und was man halt im Sommer benutzt. Dann noch für die Haare wollte ich mir noch holen, so ein Beach Curler oder so ein Beach Wave Lockeneisen, wenn man das so nennen kann. Früher habe ich halt immer so ganz viele Zöpfchen geflochten, dann bin ich zum Schrank gegangen, da hatte ich halt am nächsten Tag so Beach Waves. Aber ich finde es auch praktisch, wenn man einfach so ein, wie heißt das Ding denn, so ein Beach Waves Eisen sich holt. Das hat so 3 Stäbe, ich blende euch jetzt einfach mal ein Bild ein. Und dann kann man das so in die Haare machen, so tschup, 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 und dann hat man ganz schnell Beach Waves. Und dann zum Schlafen, richtige Empfehlung von mir, sind so Silk Pillowcases, also aus so Seide. Muss auch richtige Seide sein, wenn man nicht drin schwitzt, weil dann kühlen die nämlich richtig gut. Das ist erstens richtig gut für die Haut auch, so Seidenkissenbezüge und auch für die Haare, also damit die Haare schön weich bleiben und nicht abbrechen. Ich habe super schön immer gesehen bei Zara Home oder ich glaube H&M Home hat die sogar auch. Und was ihr euch auf jeden Fall holen müsst, wenn ihr auch so gerne lest wie ich, finde ich es richtig praktisch, ein Kindle zu haben. Weil erstens ist es viel besser, als auf dem iPad zu lesen, sich die Kindle-App zu holen, weil ich kann nichts lesen auf meinem Handy oder auf meinem iPad in der Sonne beim Tanning, es geht nicht. Und der Kindle wird einfach nicht dunkel. Man kann perfekt alles sehen auf dem Kindle. Und falls ihr keine Lust auf Kindle habt, holt ihr einfach normale Bücher, die ihr lesen könnt für den Sommer. Meine Empfehlung ist The Housemaid. Auf Deutsch heißt das, wenn sie wüsste. Dafür gibt es 3 Teile, die sind so gut. Und dann gibt es auch noch andere Bücher von der Autorin, müsst ihr mal gucken, die habe ich alle schon fast gelesen, die sind auch alle richtig gut, zum Beispiel der Lehrer, die Kollegin, der Freund, das sind meine Bücher, die ich im Moment so alle gelesen habe. Falls ihr noch Buchempfehlungen habt für die Sommerferien, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, dann können wir uns alle noch ein bisschen Inspo holen und ich brauche auch neue Inspo, wenn ich bald alle Bücher schon fertig gelesen habe. Und dann habe ich noch aufgeschrieben Press-on Nails, also im Sommer habe ich nie so Lust, ins Nagelstudio zu gehen und dann bei der Hitze da so zu sitzen und meine Nägel zu machen. Und generell wechsle ich da echt auf meine Nägel im Sommer, weil ich halt viel draußen bin und so und am Strand, dann fallen die ab und habe ich keine Lust, so viel Geld dafür auszugeben. Deswegen hole ich mir da mal Press-on-Nails. Ich habe mir jetzt einfach welche geholt, die so French-Design haben, muss ich mal bald draufkleben. Ich mache gerade Nagelpause, meine Nägel sich so ein bisschen erholen können für den Sommer. Oder meine Empfehlung auch, wenn ihr so lange ins Nagelstudio gegangen seid und so gemerkt habt, eure Nägel sind irgendwie voll kaputt gegangen, dann macht ihr einfach mal komplett ab und holt euch irgendwie einen guten Nagelhärter oder so ein gutes Nagelöl, macht das drauf, einfach in den Sommerferien, weil da ist man ja eh so im Urlaub und in der Sonne und da ist es ja nicht so wichtig, wie die Nägel aussehen.
Das ist meine Empfehlung. Das habe ich letztes Jahr in den Sommerferien auch gemacht. Und das habe ich meine Nägel wirklich gedankt, dass ich da mal so Nagelpause gemacht habe. Und dann, was ich mir auch holen möchte, ist so ein Freckle Pen, weil ich hätte voll gern Sommersprossen. Shoutout an alle, die natürliche Sommersprossen haben. Ich bin sehr neidisch auf euch. Ich finde, das sieht richtig süß aus. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, Bag-Accessoires, also für eure Taschen, so ein paar Accessoires. Nicht so normale Accessoires, sondern ich habe was richtig Cooles geholt für meine Tasche. Das ist so ein Anhänger, da kann man so eine Sonnenbrille reinmachen. Das ist so ein Etui, das man überall befestigen kann. Und das ist ja nicht viel praktischer, muss man nicht die Sonnenbrille immer so suchen in der Tasche, sondern hat sie halt direkt hier drin. Und die verkratzt halt nicht, gerade wenn man so am Strand ist. Und dann kann man sie einfach hier reinmachen und dann kann man das an seine Tasche hängen und muss seine Sonnenbrille nicht immer suchen. Und ja, ich glaube, das waren alle Sommersachen, die ich euch empfehlen kann oder die ich mir auch noch holen will. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Inspo geben. Es wäre alle nichts vergessen für den Sommer, weil ich glaube, es wird ein richtig cooler Sommer dieses Jahr, weil ich glaube, so viele sind jetzt auch fertig mit der Schule. Also ihr schreibt mir auch immer ganz oft auf Instagram und so, dass ihr jetzt auch fertig seid mit der Schule. Ich voll freut auf den Sommer. Und deswegen dachte ich, wäre es mal cool, so ein Sommer-Wishlist-Video zu machen. Und falls euch ein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Dann schaffen wir vielleicht noch die 1 Million Subscriber. Leute, das ist auch meine Sommer-Wishlist. Die 1 Million Subscriber. Aber ja, abonniert sehr gerne mal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!